Die Balearen in Spanien schaffen die Erbschafts- und Schenkungssteuer ab. Und wie du das für deine steueroptimierte Nachlassplanung im Kontext einer Auswanderung nutzen kannst, damit wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dir Gedanken machst zu deiner steueroptimierten Nachlassplanung oder es generell für dich um einen Ruhestand im Ausland geht, zum Beispiel um eine staatliche oder eine Betriebsrente steueroptimiert zu vereinnahmen und generell aus dem System rauszukommen, dann lade ich dich ein zu unserem Seminar Ruhestand im Ausland, wo wir genau uns mit solchen Themen beschäftigen werden. Das Seminar findet regelmäßig in Edinburgh in Schottland statt. Details dazu auf unserer Webseite, Link in der Beschreibung dieses Videos. Dort ist natürlich Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer ein wichtiger Teil, natürlich aber auch die Steueroptimierung deiner laufenden Einkünfte als Rentner, Pensionär oder Privatier. Wenn also auch du deinen Ruhestand steueroptimiert gestalten willst und verhindern möchtest, dass der Staat alles oder einen Großteil deines Einkommens und deines Vermögens bekommt, dann melde dich jetzt an zu unserem Seminar. Ich würde mich freuen, dich dort kennenlernen zu können. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Gute Nachrichten aus Spanien, um genauer zu sein. Gute Nachrichten von den Balearischen Inseln. Das sind natürlich Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera. Dort hat man die Erbschafts- und die Schenkungssteuer abgeschafft. Im Gegensatz zu Deutschland nämlich ist die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer in Spanien von der einzelnen Region festgelegt. Zwar werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen für ganz Spanien definiert, aber die einzelnen Regionen legen die Sätze fest. Und nachdem es auf den Balearen einen Regierungswechsel gegeben hat und die Konservativen wieder an der Macht sind, hat man sich entschlossen, die Erbschaftssteuer und die Schenkungssteuer ganz abzuschaffen. Das sind natürlich erstmal gute Nachrichten, vor allem wenn man sich anschaut, was so in Deutschland gerade passiert, wo ja die Erbschaftssteuer reformiert werden soll und vor allen Dingen natürlich besser gestellte Leistungsträger ganz ordentlich an die Kandare genommen werden sollten. Ganz ehrlich, es wird jeden betreffen, der sich irgendwie zur Mittelschicht zieht, auch wenn wir noch nicht genau wissen, was dann dort tatsächlich gesetzlich verabschiedet wird. Bevor du jetzt aber schon vor Freude in die Luft springst und sagst, hurra, wir wandern nach Mallorca aus. Ich wollte schon immer mal in Mallorca leben und jetzt kann ich auch noch die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer sparen. Also jawohl, lass es uns machen. Bevor du also die Koffer packst, bevor du die Umzugskisten packst, lass uns nochmal über die steuerlichen Implikationen sprechen und wie du das vielleicht besonders steuergünstig gestalten könntest. Zunächst muss man natürlich wissen, dass die spanischen Steuerbehörden ziemlich unangenehm sind. Du hast es vielleicht schon aus den Medien gehört. Da gab es ja schon hinsichtlich vieler Prominente regelrechte Hexenjagden, wo etliche Prominente nur knapp einer Haftstrafe in Spanien entkommen sind. Generell, wie gesagt, sind die spanischen Steuerbehörden absolut nicht zimperlich. Die Steuern in Spanien sind natürlich grundsätzlich erschreckend hoch. Muss ich wirklich sehr gut überlegen, ob es alleine wegen der Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer Sinn macht, nach Spanien umzuziehen. Ich sage generell nicht, dass das eine schlechte Idee ist. Ich meine, wir sehen das auch an anderen Ländern, zum Beispiel Australien oder Kanada. Beide Länder sind ja ebenso steuerlich gesehen nicht besonders attraktiv. Beide Länder haben aber ebenfalls keine Schenkung und Erbschaftssteuer und deswegen ziehen dort viele große Familien in diese Länder um eben ihren Nachlass zu planen und zu organisieren, ohne Schenkungs- und Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Aber du musst eben, wenn du nach Spanien umziehst, dir genau überlegen, ob das generell funktioniert oder ob du vielleicht zwar ein Problem löst, dir dafür aber ein anderes, viel größeres Problem schaffst. Das hängt im Wesentlichen damit zu tun, welche Einkünfte du jetzt noch hast. Ein anderes wichtiges Thema ist natürlich die Tatsache, dass du in Deutschland noch 5 Jahre lang unbeschränkt erbschafts- und schenkungssteuerpflichtig bist. Das heißt, wenn du jetzt Deutschland verlässt, und das betrifft übrigens nur deutsche Staatsbürger, dann kommst du so schnell gar nicht aus der unbeschränkten Schenkungs- und Erbschaftssteuerpflicht hinaus. So, und jetzt weiß man ja nicht genau, was dort auf den Balearen passiert. Was wäre nun, wenn dort eine andere Regierung an die Macht kommt, vielleicht eine linksgerichtete Regierung und schwuppdiwupps eine solche Erbschaft- und Schenkungssteuer wieder einführen würde? Bist du nicht deutscher Staatsbürger, dann sieht es natürlich schon ganz anders aus. Dann kommst du ja schon alleine durch den Wegzug aus der unbeschränkten deutschen Erbschaft- und Schenkungssteuerpflicht hinaus. Dann wäre das Ganze vielleicht sogar noch interessanter für dich, als wenn du deutscher Staatsbürger bist. Wichtig ist hier natürlich vor allen Dingen zu verstehen, dass gerade bei der Schenkungssteuer nicht nur der Beschenkte, sondern eben auch der Schenkende unter die unbeschränkte Erbschaft und Schenkungssteuer fällt. Das heißt, selbst wenn du jetzt zum Beispiel gar nichts geschenkt bekommen würdest, aber selbst schenken würdest in den ersten 5 Jahren nach deinem Wegzug
wäre immer noch in Deutschland darauf entsprechend die Schenkungssteuer zu bezahlen. Und wenn jetzt natürlich diese Erbschafts- und Schenkungssteuerreform in Deutschland eingeführt werden würde, dann wirst du voll davon betroffen sein, auch wenn du Deutschland bereits verlassen hast. Und wie gesagt, selbst nach den 5 Jahren bleibst du natürlich beschränkt erbschaft- und schenkungssteuerpflichtig in Deutschland. Das heißt, auch nach 5 Jahren, wenn du eine deutsche Immobilie verschenkst oder vererbst, wird darauf in Deutschland Schenkungs- bzw. Erbschaftssteuer fällig. Das heißt, selbst wenn in Spanien auf den Balearen überhaupt keine Erbschaft und Schenkungssteuer anfällt, hast du dieses Problem, was dir aus Deutschland noch mindestens 5 Jahre lang nachhängt. Um also die deutsche Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer möglichst zu reduzieren, zu minimieren, zu eliminieren, müsstest du dich also so positionieren, dass du möglichst wenig in Deutschland belegenes Vermögen hast. Und wenn du das tun willst, dann gibt es natürlich auch steuerliche Implikationen in Spanien. Nehmen wir zum Beispiel einmal an, du möchtest deine deutsche Gesellschaft verkaufen. Nehmen wir zum Beispiel einmal an, du möchtest deine deutschen Immobilien verkaufen oder anderes Vermögen, das du in Deutschland hast, dann gibt es hier potenziell auch Implikationen in Spanien natürlich. Sicherlich, da gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen und da muss man sehen, inwieweit das seine Schutzwirkung entfaltet. Aber wie gesagt, die Steuern in Spanien sind nicht besonders niedrig und wenn jetzt zum Beispiel Spanien das Besteuerungsrecht hat bei einer ganz bestimmten Veräußerung. Denken wir zum Beispiel einmal an das Thema Krypto. Dann hat man ja in Spanien nicht die Möglichkeit, Krypto steuerfrei zu verkaufen nach einem Jahr Haltefrist. Allerdings gibt es in Spanien eine ganz bestimmte Regelung, welche du dir möglicherweise zum Vorteil machen kannst. Und wir sprechen hier vom sogenannten Lex Beckham oder Beckham Law. Eine Regelung, zu der wir ja auch schon verschiedene Videos auf diesem Kanal gemacht haben. Grundsätzlich wurde sie einmal eingeführt, um Fußballer nach Spanien zu locken. Diese Fußballer haben dann Steuern bezahlt auf die Einnahmen, die sie erzielt haben durch den spanischen Fußballclub, aber ihre ausländischen Einkünfte blieben steuerfrei. Mittlerweile können Sportler die Regelung gar nicht mehr in Anspruch nehmen, aber wenn du wegen eines Jobs zum Beispiel nach Spanien umziehst, und das kann auch ein Job bei deiner eigenen Gesellschaft in Spanien sein, du brauchst aber eine Festanstellung, die ist unbedingt zwingend erforderlich, dann sind eben auch sämtliche ausländischen Einkünfte steuerfrei. Das heißt, wenn wir zum Beispiel über das Thema Krypto sprechen, und deine Kryptotransaktionen berühren Spanien nicht. Auch wenn du zum Beispiel Aktien verkaufst und es sind keine spanischen Aktien oder wenn du ausländische Dividenden hast oder überhaupt irgendwelche Einnahmen aus dem Ausland. Es gibt geringfügige Ausnahmen, aber damit wollen wir uns jetzt nicht befassen. Dann sind diese komplett steuerfrei in Spanien. Was ich also sagen will, ist Folgendes. Wenn du in der Lage bist, wegen eines Jobs nach Spanien umzuziehen, wie gesagt, du kannst auch deine eigene SL gründen und dich dort selbst anstellen. Es muss aber dennoch ein richtiger Job sein. Es darf kein Fake-Job sein. Dann kannst du für 5 bis 6 Jahre dieses Beckham Law nutzen. Also es geht um das Jahr des Zuzuges und 5 weitere Steuerjahre. Und in diesen 5 Jahren hättest du dann die Möglichkeit, während du ja noch in Deutschland unbeschränkt Schenkungs- und Erbschaftssteuerpflichtig bist, dein Vermögen so zu strukturieren, dass du im Grunde genommen in Spanien überhaupt keine Steuern bezahlen musst und diese Einkünfte nicht mal auf der spanischen Steuererklärung angeben musst. Du könntest also dein Vermögen so optimieren, dass du dann also nach diesen 5 Jahren, wenn du nicht mehr in Deutschland unbeschränkt erbschafts- und schenkungssteuerpflichtig bist, dann an deine Nachfahren oder auch an eine Stiftung verschenken und übertragen zu können. Was ich damit meine, ist also, dass du diese 5 Jahre zum Beispiel benutzt, um deutsche Immobilien abzustoßen, um deutsche Unternehmen gegebenenfalls zu verkaufen. Das alles ist dann steuerfrei in Spanien. Natürlich fallen Steuern in Deutschland an. Nach 5 bis 6 Jahren kannst du das Beckham Law nicht mehr nutzen. Du bist aber dann nicht mehr in der deutschen Erbschafts- und Schenkungssteuerpflicht. Du könntest dann entsprechend deinen Nachlass organisieren. Wie gesagt, vielleicht heißt es einfach nur, dass du dein Vermögen an eine Stiftung verschenkst. Fällst dann eben ja unter die spanische Schenkungs- und Erbschaftssteuer, die es ja auf den Balearen zumindest momentan nicht gibt. Und könntest also so dann das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Das heißt, du könntest ein schönes Leben auf Mallorca führen. Du könntest dort den tollen Lifestyle genießen und gleichzeitig könntest du 5 Jahre lang deine Steuer optimieren, möglicherweise auf Kapitalerträge überhaupt keine Steuern bezahlen und nach 5 Jahren dann sogar deinen Nachlass praktisch steuerfrei regeln, wenn du es eben richtig machst. Also die spanische Steuer wird dann ja gar nicht das Thema sein, sondern es ist vor allen Dingen eben die deutsche Steuer, die du beachten musst. Gerade natürlich auch, wenn die Begünstigten deines Vermögens ebenfalls in Deutschland wohnansässig sind und dort steuerpflichtig sind, müssen sie natürlich ebenfalls Deutschland verlassen, damit das Ganze funktioniert. Ansonsten wahrscheinlich ist das Beste, das Ganze mal irgendwo bei einer Stiftung zu parken, damit du hier nicht allzu viel Zeit verlierst. Also du siehst, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber es muss genau geplant werden. Ich würde dir raten, hierzu mit deinem Steuerberater bzw. Steueranwalt zu sprechen. Wir betreuen hier schon seit längerem Mandanten, die das Beckham Law in Spanien nutzen. Wir arbeiten dort ebenso mit sehr guten Steueranwälten in
Spanien zusammen und haben natürlich auch ein gut ausgebautes Netzwerk an Steuerberatern in Deutschland, die dich entsprechend bei einem solchen Vorhaben unterstützen können. In diesem Sinne würde ich mich also freuen, dich bei unserem Seminar in Edinburgh zum Thema Auswandern im Ruhestand begrüßen zu dürfen. Ansonsten natürlich gerne auch ein Beratungsgespräch buchen. Link dazu ebenso in der Beschreibung zu diesem Video. Ich selbst habe Deutschland vor 25 Jahren verlassen, habe die EU vor 25 Jahren verlassen. Spanien ist zwar innerhalb der EU, aber vielleicht kannst du Spanien als Sprungbrett benutzen, dich steuerlich optimieren und dann irgendwo anders hinziehen außerhalb der EU. Du kannst ja trotzdem noch viel Zeit in Spanien verbringen, ohne dann dort steuerpflichtig zu werden. Dort gibt es ja eine relativ klare 183-Tage-Regelung. Wenn also auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, Steueroptimierung im Ausland, Vermögenssicherung, zweite Staatsbürgerschaft, Aufenthaltstitel weltweit, dann bist du bei uns genau richtig. Genau bei solchen Vorhaben unterstützen wir Mandanten schon seit 20 Jahren. Und in diesem Sinne, egal ob es um Spanien oder um ein anderes Land geht, würde ich mich natürlich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.